Moin moin, Piraten und Landratten. Da sind wir mal wieder. Wir fahren jetzt gerade nach Hohenlimburg rein. Muss ein bisschen Geld holen, bevor ich weiterfahre. Muss von Zeit zu Zeit auch mal sein. Vor allem muss ich nachher noch tanken und Zigaretten holen. Das geht ohne Geld schlecht. Klar, man kann auch mit Plastik bezahlen, aber ich zahle nicht ganz so gerne mit Plastik. Auch noch so einen blöden Wohnwagen vor uns, dass wir wieder nicht sehen, was davor los ist. Das mag ich auch nicht. Genauso wie hinter großen LKWs. Fahre ich ebenfalls nicht gerne her. Weil man sieht einfach nicht, was vorne los ist. Und das ist scheiße. Aber man kann nicht alles haben. Meine Freisprechanlage meckert mich beim Reden schon wieder an. Nicht verfügbar. Ja klar, weil sie dann meint, ich will Sprachkommandos geben, will ich aber gar nicht. Sondern ich möchte euch was erzählen. Ja, und sie nimmt das als Sprachbefehl und sagt dann immer, nicht verfügbar. So, ich hoffe, dass wir hier trotz des Wohnwagens einigermaßen gut durchkommen. Weil wir haben noch keinen Feierabendverkehr. Das müsste noch ganz gut passen hier alles. Da biegt der Wohnwagen auch ab. Naja, meine PKWs fahren 50, 55, da kann man mit leben. Solange wir keinen vor uns haben, der auf die Idee kommt, mit 40 hier durch die Gegend zu schleichen. Und nicht jede Ampel auf die Idee kommt, ich mach mal jetzt rot, da kommt der Stromi. Das fände ich auf Dauer auch nicht gut. Ein Briefträger. Sagt mal Briefträger ohne R. Rätsel, Rätsel, Rätsel. Ganz einfach. Postbote. Das Wetter ist angenehm. Die Sonne scheint. Wir haben aber nur so 23, 24 Grad, also nicht zu heiß. Ich fahre auch in Lederjacke. Weil jetzt nachher die Sonne weggeht ein bisschen, wenn es später werden sollte. Da wird es auch relativ schnell wieder frisch und dann hat man schnell eine Erkältung. Dann lieber jetzt tagsüber ein bisschen warm. Oh Mann, ey. Dauert manchmal so lange, bis man überhaupt vom ersten in den zweiten schalten kann bei den wahnsinnig schnellen Autofahrern, die auf unseren Straßen unterwegs sind.
So, ein bisschen Bares wieder in der Tasche. Jetzt fahren wir noch zur Tanke. Wohl ist zwar nicht unbedingt nötig, aber ich brauche sowieso Zigaretten, dann können wir auch eben mit tanken. Wenn ob ich hier vorne mal fahren würde. Hätte ich ja noch hinter dem Bus weg überholen können. Komisch, ich grüße die meisten Motorradfahrer, die mir entgegenkommen, sei denn ich kann mal die Hand nicht vom Lenker nehmen. Aber ich werde nicht immer zurückgegrüßt. Einige scheinen es nicht nötig zu haben. Tja, so ist das Leben. Hart, aber unbarmherzig. Beliebter Spruch vom Stromi. Oder auf Englisch, hard but merciless. Ich weiß, dass merciless nicht verfügbar ist, brauchst du mir nicht erzählen, blöde Gegensprechanlage. Aber wenn man Musik hören will beim Motorradfahren, dann ist das so. Hat man die Gegensprechanlage an und lässt die Handymusik über die Gegensprechanlage laufen. Dann hat man schön Sound unterm Helm. Hier ist ein großer Elektronikfachmarkt, da kaufe ich, also wenn ich was brauche, kaufe ich da ein. Da habe ich auch die GoPro damals gekauft. Also Haushaltswaren, Unterhaltungselektronik, all sowas gibt es da. Bei Bären, lass mal, sonst muss ich noch Werbung sagen. Für den Laden brauche ich nur wirklich keine Werbung machen. Das haben die nicht nötig und ich auch nicht. Weil bis das mal so weit ist, dass mir jemand für Werbeeinblendung was zahlt, das dauert noch ganz schön. Das ist nicht so voll, wenn ich da unten jetzt so einen Rückstau bis Ultimo habe, da fahre ich jetzt schon nach Hause. Bis dahin nehme ich euch auch noch mit und dann schauen wir gleich mal. Na, toll, toll gemacht da vorne mit deinem Auto. Wenn ich jetzt grün kriege, komme ich super durch, Junge. Der nächste wartet. Der macht's vernünftig.
Das Edda hier direkt vor uns macht mit dem Auto Scheiße. So, das braucht sich jetzt wirklich nicht dahinter bleiben. Man muss mal sehen, ich habe eine Beschleunigung von 135 Newtonmeter. Das ist schon was anderes. Ja, fahren wir jetzt daher oder lassen wir das sein? Lassen wir sein.